Ein guter Schlaf ist unglaublich wichtig für die Gesundheit. In der Tat ist ein erholsamer Schlaf sogar genauso wichtig wie eine gesunde Ernährung und genügend Bewegung oder Sport. Und deshalb sollte man erst recht im Urlaub, welcher explizit zur Erholung gedacht ist, keine Abstriche in Sachen Schlafkomfort machen. Wer diesem Kanal schon etwas länger folgt, der weiß bereits, dass wir im Frühling 2021 den offiziellen Lattenrost unseres Campbell Passion Faltcaravans durch das Frolistar Mobilbettsystem abgelöst haben. Denn damit konnten wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen ist das Frolistar Mobilbettsystem noch bequemer als die bis dahin genutzte Kombination aus Originallattenrost und Matratzenauflage und andererseits konnten wir durch den Wechsel über 12 Kilogramm an Gewicht sparen, welche uns im Umkehrschluss wieder als Zuladung zur Verfügung standen. Mit CubeCamp gibt es mittlerweile allerdings eine Alternative zu Froli, welche ebenfalls speziell für Camper ausgelegt ist und somit es mir im Rahmen des letztjährigen Caravansalons denselben Schlafkomfort zu einem noch günstigeren Preis versprach. Da mir meine bessere Hälfte jedoch Experimente rund um den Schlafkomfort im Familienurlaub untersagt, konnte ich das Ganze erst vor kurzem im Rahmen meines Soloaufenthaltes in Düsseldorf auch tatsächlich im Campingalltag testen. Auf den ersten Blick sehen sich die beiden Systeme sehr ähnlich. Bei beiden wird bei der Montage ein entsprechendes Raster zusammengesteckt, wobei man mit den gewählten Abständen bereits einen grundsätzlichen Härtegrad festlegen kann. Während es bei Froli sowohl in der Länge als auch Breite jeweils 3 Möglichkeiten für Soft, Standard und Fest gibt, ist es bei CubeCamp etwas komplexer. Da gibt es in der Länge nur 2 und in der Breite dafür 4 Optionen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass man keine Froli-Patente verletzen wollte. Im Gegensatz zum Froli mit seinen symmetrischen Fußkreuzen stehen bei CubeCamp zudem am Ende der Montage oben und auf der rechten Seite die Rasterelemente etwas über und müssen deshalb noch entsprechend abgeschnitten werden. Bei beiden Systemen werden dann auf dieses Grundgerüst die entsprechenden Federn aufgesetzt und um 90 Grad gedreht, um diese einzurasten, wobei das System bei CubeCamp etwas schwerfälliger ist und nicht dafür ausgelegt zu sein scheint, dass man die Federn öfters wieder abmontiert, was in unserem Fall im Bereich der Küche jeweils nötig ist, wenn wir die optionale Küchenarbeitsplatte mitnehmen, respektive unterhalb der Küche verstauen möchten. Während es bei CubeCamp insgesamt 3 verschiedene Federn mit den Härtegraden Soft in hellgrau, Medium in blau und Fest in dunkelgrau gibt, kennt das Froli nur 2 verschiedene Federn mit den Härtegraden Soft in hellblau und Standard in blau. Allerdings kann man optional ein rotes Spannkreuz einklipsen, um den Härtegrad nochmals zu erhöhen, womit wir am Ende also auch bei 3 verschiedenen Härtegraden landen. Während beim Frolistar Mobilbettsystem das Platzieren der Federn fast schon selbsterklärend ist, sprich die soften Federn landen jeweils im Schulterbereich, fühlt sich das CubeCamp-System eher wie eine Wissenschaft für sich an. Wobei ich mich beim Anbringen jeweils an Fotos auf deren offiziellen Webseite und von anderen Nutzern, welchen das System ebenfalls nutzen, orientiert habe. Spannend fand ich, dass für die 1,4 x 2 Meter großen Betten unseres Campbell Faltcaravans bei beiden Systemen am Ende 8 Federn in der Breite liegen, das CubeCamp-System jedoch in der Länge 11 und das Frolistar Mobilbettsystem 12 Reihen umfasste. An dieser Stelle sieht man allerdings auch gleich, dass die CubeCamp-Federn entsprechend größer sind als diejenigen von Froli, höchstwahrscheinlich um den geringeren Federweg entgegenzuwirken. Denn während die Federn bei Froli 4,3 cm hoch stehen, sind es bei CubeCamp nur gerade 3,3 cm. Im geschlossenen Campbell-Zeltanhänger mit je einem Doppelbett oben und unten würde dies übrigens am Ende immerhin 2 cm mehr Zuladung bedeuten, was also durchaus von Vorteil sein kann. Doch die große Frage für mich war natürlich, ob dies zulasten des Schlafkomforts geht. Und leider muss ich das an dieser Stelle mit einem ganz klaren Ja bestätigen. Das CubeCamp-System ist vom Schlafkomfort in etwa gleich bequem wie der Original-Lattenrost ohne Matratzenauflage, während das Frolistar Mobilbettsystem die Kombination aus Lattenrost und Matratzenauflage sogar noch übertrifft. Allerdings gibt es auch Menschen, die härtere Betten bevorzugen und keine bessere Hälfte haben, welche mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Aber vielleicht kann CubeCamp wie eingangs erwähnt ja noch beim Gewicht und Preis punkten. Ein komplettes CubeCamp-Element aus Raster und Feder wiegt mit gemessenen 68 Gramm exakt 8 Gramm mehr als dieselbe Froli-Kombi, welche mit 60 Gramm zu Buche schlägt. Doch wie wir gesehen haben, braucht es vom Froli ja auch eine ganze Federreihe mehr. Das 88-teilige CubeCamp-Bett kommt am Ende auf knapp 6 Kilogramm, während das 96-teilige Froli-Bettsystem am Ende etwas weniger als 5,8 Kilogramm auf die Waage bringt. Beim Gewicht kann CubeCamp also schon mal keine Zusatzpunkte sammeln. Doch wie sieht es beim Preis aus? Das zweiteilige Set für ein 1,4 x 2 Meter großes Bett hat mich inklusive Versand 298 € gekostet, während die gleiche Größe bei Froli aufgerundet 300 € kostet
und erst noch mehr Teile beinhaltet, als dass man am Ende tatsächlich benötigt. Sprich, die knapp 2 Euro Ersparnis sind es zumindest aus meiner Sicht auch nicht wert, auf den Schlafkomfort des Frolistar Mobilbettsystems zu verzichten. Und damit flog das CubeCamp-System nach wenigen Nächten in Düsseldorf bereits wieder aus dem Faltcaravan, und auch für meine Kunden werde ich weiterhin nur das Frolistar Mobilbettsystem als Upgrade für mehr Schlafkomfort im Camplet Faltcaravan anbieten. Im Rahmen des diesjährigen Caravan-Salon hat Foli übrigens auch noch ein neues Bettsystem speziell für Dachzelte angekündigt, welches ich auf deren Stand natürlich auch Probe liegen war. Doch aufgrund des Platzmangels bei den Dachzelten war dessen Federweg ebenfalls zu gering, um auch nur annähernd an das Frolistar Mobil heranzukommen, weshalb ich dieses gar nicht erst im alljährlichen News-Video erwähnt habe. Falls du dieses übrigens verpasst haben solltest, findest du hier oben gleich die komplette Playliste, welche auch noch die beiden Videos zu den neuen Zeltanhängermodellen beinhaltet, welche im Rahmen des Caravan-Salons in Düsseldorf präsentiert wurden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und weiterhin frohes und erholsames Campen.